Die Welt von heute, die dreht sich gefühlt viel schneller als früher. Und komplizierter wird sie irgendwie auch. Es gibt immer mehr Prozesse, die wir im Geschäftsleben berücksichtigen müssen. Nachhaltigkeit in Lieferketten, Geldwäsche, Sanktionen, das kostet nicht nur Zeit und Geld, sondern manchmal auch Nerven. Einer dieser Prozesse ist KYC. Know Your Customer, also kenne deinen Kunden. Ist verpflichtend für die Finanzindustrie. Wir fragen den Kunden, liefer mal Daten an. Der Kunde muss Daten anliefern. Und erst wenn alles passt, dann dürfen wir Geschäfte miteinander machen. Und dafür besuche ich heute den Michel auf dem Land. Michel, du bist Banker, arbeitest in der IT-Branche. Wie wichtig ist KYC in deinen Augen? Know Your Customer, das ist der Kern. Du musst wissen, mit wem du Geschäfte machst, ob du mit ihm Geschäfte machen willst, was für Geschäfte du mit ihnen machen kannst. Du willst die Leute kurzfristig schnell an Bord haben, damit du Geschäfte mit ihnen machen kannst. Wie funktioniert denn jetzt diese komplexe Welt, Michel? Ja, grundsätzlich geht es ja erstmal darum, dass du sagst, ich habe einen Kunden und der Kunde will Geschäft mit deiner Bank machen und umgekehrt. Das ist die Bank. Das ist die Bank, das ist der Mitarbeiter, der Relationship Manager, das ist deine Onboarding-Strecke. Kunde will rein und stellt fest, ich muss durch die Tür in der Bank, um zu sagen, was muss ich denn da alles machen, was muss ich tun, damit ich Geschäft machen kann. Und dazu hast du eine Onboarding-Strecke, wo du bestimmte Sachen fragst. Onboarding im Sinne von, kriege ich ihn in meine Firma rein, will ich ihn und was muss ich alles wissen, dass ich mit ihm arbeiten kann, bis ich Geschäft machen kann. Und so Frage ist ja immer, wie kurz kann ich das gestalten? Je kürzer das ist, umso besser ist es für Kunden und für dich. Du willst ja Geschäft mit ihm machen. Das ist ja das Thema. Das hier brauche ich alles, um den Kunden im Hintergrund anzuborden. Das brauchst du alles, um den Kunden im Hintergrund anzuborden. Genau das. Du hast Regeln. Geldwäscheregeln, du hast Regeln, was Produkte angeht, du hast landesspezifische Regeln. Also musst du all diese Regeln erfragen. Früher waren das für jeden dieser Regelboards hier, war das ein dicker Fragebogen, den er ausfüllen musste. Wenn du das einmal mit den Regeln hast, dann musst du ein Gesamtbild von dem Kunden haben. Also wo gehört er dazu? Welche Firmen gehören noch dazu? Dazu hast du ganz viele Datenlieferanten außen. Ja, der Markt gibt dir Daten. Viele Daten von den Bilanzen bis in den Eigentümerstrukturen und so weiter. Die kann ich anzapfen. Die kannst du einfach anzapfen, genau in der Strecke, wo du sagst, ich brauche den nicht die Fragebögen ausfüllen lassen. Ich hole mir die Daten und dann lasse ich ihn nur noch ausfüllen, was nicht drin steht. Wenn noch was fehlt, haben wir früher den Kunden wieder angeschrieben, es hat wieder Wochen gedauert, bis er geantwortet hat. Heute machst du einen Outreach. Du machst einen elektronischen Outreach, sagst einfach, lieber Kunde, lade mir bitte die folgenden Daten hoch. Outreach heißt einfach? Entschuldigung, heißt einfach Sendung, E-Mail, mit einer Webseite, wo er Sachen hochladen kann, mit einem Einmal-Landingpage für ihn, wo er einfach hingehen kann und alles, was dir noch fehlt, hochlädt. Wenn du es gut gebaut hast, dann arbeitet er direkt in dem Topf. Das heißt, er füllt dir direkt die Daten in deiner Welt aus. Wie viele Jahre programmiert denn die IT, um ein Regelwerk zu ändern? In einer sinnvollen Situation programmiert die IT da gar nichts mehr. Das macht nur noch und pflegt nur noch der Fachbereich. Die IT programmiert diese Schnittstellen hier hinten oder nutzt sie im Low-Code und baut sie im Low-Code in einem API-Layer. Low-Code kommt uns irgendwie bekannt vor. Euch auch? Hatten wir schon mal einen Clip zu diesem Thema? Hänge ich euch in die Kommentare. Was passiert, wenn neue Regeln dazukommen? Zum Beispiel Nachhaltigkeit. Wird dann der Fragebogen von 100 auf 150 Fragen erhöht? Ja, oder das Lieferkettengesetz, wenn dein Kunde und dein Lieferant der gleiche sind. Dann baust du ein neues Regelwerk. Und das führst du einfach hier mit ein, weil die Fragestellung, der Prozess, was muss ich von dem Kunden wissen? Und wie kriege ich diese Informationen? Vollkommen der gleiche. Ob ich Geldwäsche frage, ob ich Sanctions frage, ob ich Nachhaltigkeit frage. Es ist immer das Gleiche. Ich habe einen Fragebogen oder ich habe Daten vom Markt, die führen zu einem Score, zu einer Bewertung. Will ich mit dem Kunden, ja oder nein, was passiert mit meinem Haus, wenn ich es tue? Jetzt hast du mir das ideale Universum gezeigt. Oh, Realität, wo stehen wir nicht? In der Umfrage gerade eben haben über 60% der deutschen Banken gesagt, sie sind gar nicht oder kaum digitalisiert in der Ecke. Es ist immer noch Usus, dass du Fragebögen rumschickst. Wir fangen gerade an, für die ganze Nachhaltigkeit neue Fragebögen zu bauen. Es ist noch viel zu tun. Obwohl alles da ist, es fehlt oft der Mut, das einfach anzugehen. Fragen wir doch mal die Community. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit KYC und Onboarding gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare.